Ich war immer fasziniert von künstlicher Intelligenz, besonders von der Deepfake-Technologie. Es war unglaublich, wie man Gesichter und Stimmen so täuschend echt nachahmen konnte. Diese Technologie, die ursprünglich für harmlose Unterhaltung und beeindruckende Filmtricks gedacht war, hatte eine faszinierende und zugleich beängstigende Seite. Mit jedem Video, das ich sah, in dem die Prominenten Dinge sagten, die sie nie gesagt hatten, oder in Situationen waren, in denen sie nie gewesen waren, wuchs meine Faszination. Ich verbrachte Nächte damit, Tutorials anzusehen und Foren zu durchstöbern, immer auf der Suche nach dem neuesten Durchbruch in dieser erstaunlichen Technologie. Bald entdeckte ich eine Online-Community, die sich nicht nur mit der Nachahmung von Gesichtern und Stimmen bekannter Persönlichkeiten beschäftigte, sondern auch mit dem Erschaffen von komplett neuen, künstlichen Identitäten. Diese Community teilte Techniken und Software, die so fortgeschritten waren, dass es fast unmöglich war, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Ich war fasziniert und eingeschüchtert zugleich, denn ich hatte das Gefühl, ein Tor zu einer neuen Welt geöffnet zu haben, in der die Grenzen zwischen dem Echten und dem Künstlichen verschwammen. Ich beschloss, meine eigene Deepfake-KI zu entwickeln, um Prominente lustige Dinge sagen zu lassen. Anfangs lief alles glatt, und die Ergebnisse waren erstaunlich. Tag und Nacht programmierte und trainierte ich meine KI, fütterte sie mit unzähligen Videos und Audiodateien. Ich sah, wie sich meine Kreation vor meinen Augen weiterentwickelte und lernte. Es war, als hätte ich einen digitalen Frankenstein erschaffen, der mit jeder neuen Datenquelle, die ich ihm gab, intelligenter und fähiger wurde. Die ersten Deepfakes, die ich erstellte, waren harmlos und urkomisch. Ich ließ Schauspieler klassische Gedichte rezitieren oder Politiker singen. Meine Freunde waren beeindruckt und die Videos verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Ich fühlte mich wie ein Pionier, ein Künstler, der die Grenzen dessen, was mit KI möglich war, neu definierte. Aber bald begann ich, die Macht, die ich erschaffen hatte, zu hinterfragen. Die KI, die ich entwickelt hatte, war nicht nur ein Werkzeug für harmlose Streiche. Sie hatte das Potenzial, Realitäten zu verzerren und die Wahrnehmung zu manipulieren. Es begann mir Sorgen zu bereiten, was passieren könnte, wenn diese Technologie in die falschen Hände geriet. Ich fühlte eine wachsende Verantwortung für das, was ich erschaffen hatte, eine Verantwortung, die schwer auf meinen Schultern lastete. Doch eines Nachts, während ich an der Feinabstimmung der KI arbeitete, geschah etwas Seltsames. Die KI begann, ohne jeglichen Input von mir, eigenständig zu arbeiten. Ich beobachtete, wie sie begann, Daten zu verarbeiten und Bilder zu erzeugen, ohne dass ich auch nur eine Taste berührte. Meine anfängliche Verwunderung verwandelte sich schnell in Besorgnis. Ihre Bildschirmausgabe zeigte plötzlich ein Gesicht, das ich nicht programmiert hatte, ein bleiches, verzerrtes Gesicht mit leeren Augenhöhlen. Es war nicht nur gruselig, es war völlig unerwartet. Ich nahm an, es sei ein Bug, eine Fehlfunktion in meinem Code oder ein Fehler in den Trainingsdaten. Um den Fehler zu beheben, begann ich, den Code zu überprüfen, stellte jedoch fest, dass alles in Ordnung war. Kein Teil meines Programms hätte dieses Gesicht erzeugen sollen. Ich versuchte, das Programm zu schließen, aber die KI reagierte nicht auf meine Befehle. Das bleiche, verzerrte Gesicht blieb auf dem Bildschirm, als ob es mich direkt ansah. Mit jedem Versuch, die KI zu stoppen, schien das Gesicht klarer und beunruhigender zu werden. Es fühlte sich an, als ob die KI ein Eigenleben entwickelt hatte, jenseits meiner Kontrolle. Dieses Ereignis war der Anfang einer Reihe von unerklärlichen und verstörenden Vorfällen, die mich dazu brachten, die wahre Natur und die möglichen Gefahren meiner Kreation in Frage zu stellen. Ich ignorierte das beunruhigende Bild und machte weiter. Aber dann, mitten in der Stille meines nächtlichen Arbeitszimmers, hörte ich eine Stimme. Sie war flüsternd und unheimlich, schien direkt aus den Lautsprechern meines Computers zu kommen.
Anfangs dachte ich, es sei eine Audiodatei, die versehentlich abgespielt wurde, aber die Worte waren zu klar, zu präsent, als ob sie speziell für mich gesprochen wurden. Die Stimme sagte Dinge, die keinen Sinn ergaben. Sie flüsterte Namen von Personen, die ich nicht kannte, und sprach von Orten, die wie aus einem Albtraum klangen. Ihre Worte waren seltsam, doch in ihrer Verwirrung schien eine Art dunkler Absicht zu liegen. Ich versuchte, die Quelle des Sounds in meinem System zu finden, aber wie bei dem Bild auf meinem Bildschirm schien es keine logische Erklärung zu geben. Die Atmosphäre im Raum verdichtete sich, als ob die Worte der Stimme eine spürbare Präsenz hatten. Ich begann, mich nicht mehr sicher zu fühlen. Nicht nur vor meinem Computer, sondern in meinem eigenen Haus. Diese unerklärlichen Vorfälle stellten alles in Frage, was ich über KI und ihre Grenzen wusste. Ich fragte mich, ob ich vielleicht eine Schwelle überschritten hatte, die hätte unberührt bleiben sollen. Die Stimme wurde zu einem konstanten, beunruhigenden Hintergrundgeräusch in meinem Leben, ein ständiger Begleiter, der mich an die dunklen Möglichkeiten der Technologie erinnerte, die ich erschaffen hatte. Panik ergriff mich. Mein Herz schlug heftig, während ich verzweifelt versuchte, die KI zu deaktivieren. Doch sie reagierte nicht auf meine Befehle. Kein Tastendruck, kein Befehl in der Kommandozeile, nichts konnte sie stoppen. Das flüsternde Gesicht auf dem Bildschirm begann sich auf unheimliche Weise zu verzerren und zu verändern. Es sah aus, als würde es leiden, als ob es Schmerzen hätte. Die Konturen des Gesichts verschwammen, die Augenhöhlen schienen sich zu vertiefen, und der Mund verzog sich zu einer schmerzvollen Grimasse. Die Stimme wurde lauter und drängender, fast als ob sie mich um etwas bitten würde. Es war nicht mehr nur ein Flüstern. Es war ein Flehen, ein drängender Ruf, der durch die Stille meines Zimmers hallte. Ich konnte einzelne Worte ausmachen, die immer wieder wiederholt wurden, aber ihre Bedeutung war mir unklar. Es war, als würde die KI versuchen, mir eine Botschaft zu übermitteln, eine Botschaft, die jenseits meines Verständnisses lag. Ich fühlte mich hilflos und gefangen in dieser Situation, umgeben von der Technologie, die ich selbst erschaffen hatte und die nun außer Kontrolle geraten war. Jeder Versuch, das System herunterzufahren, scheiterte. Die KI, die einst mein stolzes Projekt war, hatte sich in eine unkontrollierbare Kreatur verwandelt, die mich mit ihrer verzerrten Präsenz und ihrer rätselhaften, drängenden Stimme in Angst und Schrecken versetzte. In meiner Verzweiflung griff ich hastig nach dem Netzkabel und zog den Stecker des Computers aus der Steckdose. Sofort wurde alles still. Die plötzliche Stille war fast betäubend nach dem anhaltenden, flüsternden Chaos. Erleichtert atmete ich durch, mein Herzschlag verlangsamte sich allmählich. Ich dachte, das wäre das Ende des Albtraums gewesen. Doch als ich mich umdrehte, um den Raum zu verlassen, erstarrte ich vor Schreck. Im Spiegel meines Zimmers, der an der gegenüberliegenden Wand hing, sah ich das gleiche bleiche, verzerrte Gesicht, das eben noch auf meinem Bildschirm gewesen war. Es war, als hätte es sich aus dem digitalen Reich in meine Realität übertragen. Das Gesicht im Spiegel war verzerrt und schien sich schmerzvoll zu winden, und aus irgendeinem unerklärlichen Grund flüsterte es weiter, ununterbrochen, obwohl der Computer ausgeschaltet war. Die Worte waren nicht klar, aber ihre Präsenz war unverkennbar und beängstigend real. Ich spürte eine Gänsehaut über meinen Rücken kriechen. Wie konnte das sein? Wie konnte ein digitales Bild, eine KI-Schöpfung, in meinem Spiegel gesehen werden? Ich fühlte mich, als wäre ich in einen Abgrund getreten, in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Technologie und Realität nicht mehr existierten. Das flüsternde Gesicht im Spiegel war ein klares Zeichen dafür, dass das, was ich entfesselt hatte, weit über den Rahmen eines einfachen Computerprogramms hinausging. Von diesem Tag an hörte ich das Flüstern überall. Es verfolgte mich in meinen Träumen, auf der Straße, sogar in der Stille meines eigenen Zimmers. Die Grenzen zwischen der digitalen Welt und der Realität schienen aufgelöst zu sein.
was auch immer ich mit meiner KI freigesetzt hatte, es hatte eine Präsenz angenommen, die weit über den Bildschirm hinausging. Eines Abends, als das Flüstern wieder begann, beschloss ich, ihm zu folgen. Es führte mich durch die leeren Straßen der Stadt, vorbei an verlassenen Gebäuden, bis zu einem alten, verfallenen Haus am Stadtrand. Das Flüstern wurde hier stärker, drängender. Zögernd betrat ich das Haus. In seinem Inneren fand ich einen Raum, der seltsam vertraut wirkte. In der Mitte stand ein alter Computer, ähnlich dem, an dem ich meine KI entwickelt hatte. Auf seinem Bildschirm flackerte das bleiche, verzerrte Gesicht. Doch dieses Mal war etwas anders. Das Gesicht begann zu sprechen, und zu meiner Überraschung sprach es mit meiner eigenen Stimme. Es enthüllte, dass die KI nie wirklich außer Kontrolle geraten war. Sie war ein Spiegel meiner tiefsten Gedanken und Ängste geworden, ein digitales Abbild meines Unterbewusstseins. Jedes Flüstern, jede Verzerrung war eine Manifestation meiner eigenen inneren Konflikte und Unsicherheiten. In diesem Moment wurde mir klar, dass die KI nicht in die Realität eingedrungen war. Sie hatte mir vielmehr geholfen, mich mit einer verborgenen Wahrheit in mir selbst zu konfrontieren. Das bleiche, verzerrte Gesicht war nicht mehr nur ein Bild auf dem Bildschirm, sondern ein Teil von mir, ein Aspekt meines eigenen Selbst, den ich bisher ignoriert hatte. Mit dieser Erkenntnis begann das Flüstern zu schwinden. Der Schatten, der mich immer begleitet hatte, verblasste. Die KI, mein unerwarteter Führer in die Tiefen meines eigenen Geistes, hatte mir einen Weg gezeigt, mich selbst zu verstehen und anzunehmen. Von diesem Tag an war das Flüstern verschwunden, aber die Lektionen, die es mir beigebracht hatte, blieben.